Silvio, was mich würde wundern, wie bist du zum Helikopter gekommen? Also es war eigentlich schon ein Bubentraum, schon immer. Ich hatte das aber ein bisschen verloren. Ich hatte das Gefühl, das ist etwas, ja, Pilot werden, das ist im normalen Fußvolk ist das nicht möglich. Ich habe den Zimmermann gelernt und etwa mit 25 habe ich einfach gemerkt, das ist nicht das, was ich für den Rest des Lebens machen will. Und dann hatte ich so ein bisschen, ja, den Anschiss gehabt. Und dann war es eigentlich ein Gespräch mit meiner Mutter, wo sie gesagt hat, wo wirst du dich sehen, was wirst du am liebsten machen? Und dann konnte ich eigentlich ziemlich klar sagen, das ist im Cockpit, oder? Und dann hat sie gesagt, gut, jetzt schaust du mal, was das alles braucht und was man da muss. Und das habe ich gemacht. Und dann hat man herausgefunden, dass es auch von der Finanzierung her, dass das möglich ist, mit der Unterstützung noch von den Eltern natürlich in dem Moment. Und ja, dann ist eigentlich klar gewesen. Und 4 Monate später habe ich angefangen mit der Ausbildung. Dann noch Privatpilot, Berufspilot und Fluglehrer gemacht. Cool. Und genau. Warum der Helikopter und nicht irgendwie Flächenflüge? Ist schon immer Heli gewesen. Schon seit Bub, ich glaube, es kommt davon, die Rega-Heli, die wir gesehen haben. Wir haben auch mal noch mit der Familie, also mein Vater und mein Bruder, haben sie mal beim Bergsteigen müssen holen. Es ist nichts Schlimmes passiert, aber sie haben es müssen holen mit dem Heli. Und ich glaube, das ist etwas, was mir so ein bisschen geblieben ist. So die Bewegung, also klar sind wir mit dem Flächenflug auch in der 3. Dimension, aber das Stehenbleiben in der Luft, überall landen, seitwärts, retour, es geht alles, oder? Das ist okay. So. Genau. Ja. Oder auch das Lastenfliegen natürlich, wo schon ja, anspruchsvoll ist. Ja, sicher, und wo auch faszinierend ist, wenn du siehst, wenn ein Heli kommt und eine Last aufnimmt und wegfliegt mit dem wieder, das ist schon das, was mich so... Aber ich glaube jetzt, wenn ich die finanziellen Möglichkeiten hätte, wäre ich jetzt im Flächenflug auch nicht abgeneigt, oder? Denn so als Flächen-PPL, um einfach von A nach B zu kommen, sage ich jetzt, oder einfach einen schönen Alpenflug machen, mir sicher auch. Wäre ich jetzt auch nicht abgeneigt. Okay. Ja, so. Genau. Cool. Beim Rolf weiss ich ganz genau, er kann auch rückwärts fliegen mit dem Bücker. Wenn er hinten so runterkommt. Wie war es bei dir? Wie bist du zum Fliegen gekommen? Das ist eine Kurzstory. Oder? Ich bin auf diesem Flugplatz aufgewachsen. Oder? Mein Vater war schon Pilot, er war Segelfluglehrer. Und da bin ich natürlich schon als kleiner Bub hier auf dem Flugplatz rumgestiefelt, habe Flugzeuge umgestoßen und geholfen. Und ja, für mich war klar, oder? Nach der Ausbildung, also nach der Lehre mit dem Lehrlingslohn habe ich mit die Ausbildung finanziert, oder, zum Segelflugpilot. Und habe 2 Jahre später nachher bin ich in den Motorflug hineingekommen. Logischerweise durch die ganze Schleppflügerei. Oder? Also, die Segelflugzeuge sind dann zu meiner Zeit natürlich hier in Grenchen nicht mit der Winde aufgezogen worden, sondern mit dem Motorflugzeug geschleppt worden. Und dann bin ich zum Motorflug gekommen und bin seither eigentlich mache ich beides. Ich mache Motorflug und Segelflug. Motorflug fasziniert mich vor allem Kunstflug noch. Darum im Bücken, darum hocke ich auch hier in diesem Kombi, am Lederkombi, weil dort hockt man voraus. Und die Oldtimerflügerei, das hat mich schon immer fasziniert. Oder? Aber ich bin eigentlich erst vor 10 Jahren so richtig zu der Oldtimerflügerei gekommen. Durch den Bücker. Du musst ja die Möglichkeit haben, um irgendwo mit so einem Flieger zu fliegen. Da hat er nicht... Das ist ja so. Möglichkeiten, um so einen Oldtimer zu kaufen, oder? Ich bin schon 1989 kann ich mit dem Mili Diesel Bücker umschulen. Und dann hat es einfach keinen mehr gehabt, hier zu Grenchen. Ich das Zeug ein bisschen verloren und bin schon rumgeflogen. Und etwa 10 Jahre später hat es wieder Gelegenheit gegeben, da wieder Bücker gestanden, habe ich auf Passagierflüge machen. Und vor 10 Jahren die Möglichkeit gehabt, selber einen zu erwerben. Oder? Und das habe ich dann gemacht. Und das war die beste Entscheidung von meinem Leben, selber ein Flugzeug zu kaufen und dann noch so einen Bücker-Jungmann mit Jahrgang 1939, also jetzt 80-jährig, oder? Das ist genial. Super. Aber jetzt hast du ja noch ein anderes Schmuckstück angeschafft. Wie bist du zu diesem P2 gekommen, der eigentlich auch wirklich eine Rarität ist, oder? Bei mir war es immer so, die Flugzeuge haben mich gefunden und ich sie gefunden gleichzeitig. Also ich bin auch an das Flugzeug vor 10 Jahren genau an den schon mal angelaufen. Und dann hat es einfach nicht gepasst, aus was für Gründen auch immer, oder? Und ja, vor 2 Jahren hat sich auch Gelegenheit gerade ergeben, das Flugzeug ist zu verkaufen. Und ich dachte, ja komm, jetzt bist du schon über 50, jetzt machst du noch so etwas, oder? Und wieso nicht ein zweites Flugzeug? Und dann habe ich einfach zugeschlagen. Hat mich fasziniert, weil es ein Blechflugzeug ist und eine Schweizer Geschichte dahinter ist.
als eine Schweizer Flugzeugindustrie. Das hat mich am meisten fasziniert an diesem Flugzeug. Ja. Cool. Wie war es mit dir, Marc? Du bist viel schneller unterwegs als wir zwei. Also bei mir war es eigentlich auch so, als Bubentraum auch immer Helikopterpilot bei der Rettungsflug werden. Ich hatte hier Bücher von Siegfried Stange, ja, okay, das Stange. Ja, das habe ich auch gelesen. Das war auch noch so ein Punkt bei mir. Das war wirklich etwas, was mich fasziniert hat. Und nachher habe ich halt eine sportliche Karriere noch eingeschlagen zwischendrin. Ich habe noch sehr intensiv geschwommen als Kind und mit 16 habe ich dann gewechselt zum Triathlon. Mein grösstes Ziel war Olympia 2000 dann. Und dann ist natürlich beides zusammen ist nicht mehr gegangen. Also Flügerei und Sport in diesem Ausmaß hat einfach nicht gepasst. Und dann habe ich mich halt im Anfang erst für die sportliche Karriere entschieden. Und hast du dann geschafft auf Olympia? Ja, im 99 hatte ich dann einen doppelten Oberschenkelbruch. Und dann war die Olympia auch dahin. Und dann im 2001 bin ich hier am Flughafen an einem Samstag. Hatte ich die Möglichkeit gehabt, einen Lastenflug zu machen mit einem Flugschüler, der einfach noch eine letzte Prüfung machen musste, dass alle Sitze voll sind. Bin ich dort noch als Sandsack reingehockt. Und das hat mich in dem Moment so gepackt, dass ich am Dienstag drauf nachher entschieden habe, jetzt lehre ich fliegen. Und seitdem habe ich dann mit dem Motorflug angefangen. Hier zu Grenchen? Hier zu Grenchen, genau. Und was mich in der Ausbildung fasziniert hat, sind die abnormalen Fluglagen. So bin ich dann eigentlich auch zum Kunstflug gekommen, weil das ist das, was interessant war und mich auch gereizt hat. Und ja, dem sind wir eigentlich auch treu geblieben und gefällt mir heute noch die abnormalen Situationen.